Was wäre, wenn du nach diesem Selbstlernkurs dein anstehendes wissenschaftliches Projekt erfolgreich aufsetzen könntest und nicht nur wüsstest, was du dafür tun musst, sondern das auch Schritt für Schritt selbst schon trainiert hast? Du hättest dein eigenes Projekt gut auf die Beine gestellt und wärst startklar. Wahrscheinlich stehst du gerade vor deiner ersten wissenschaftlichen Arbeit und fühlst dich wie vor einem Berg, den du nicht erklimmen kannst. Ich kenne die Ratlosigkeit, mit der Studierende vor dieser Herausforderung stehen, und habe schon so vielen geholfen, ihre Ängste zu überwinden und den Einstieg in die wissenschaftliche Arbeit zu meistern. Denn wissenschaftliches Arbeiten ist keine Geheimwissenschaft. Es ist ein Handwerk, das man lernen kann, wenn einem jemand die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt und zeigt, wie man damit umgeht. Deshalb habe ich diesen Online-Kurs entwickelt. Er ist so ganz anders als die bisher üblichen Kurse, die meist wie Vorlesungen wirken. In 15 praxisorientierten Lektionen zeige ich dir die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens. Du lernst die wichtigsten Methoden kennen und verstehst, wie du sie für deine Arbeit nutzen kannst. Unser Online-Kurs besteht aus Abschnitten. In der Einführung geht es um den Perspektivenwechsel. Denn wissenschaftliches Denken unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten vom Alltagswissen. Dann lernen wir Prozesse und Methoden kennen. Es geht um Klarheit, Logik und Hypothesen. Wir lernen empirische Forschung kennen und zu planen. Wir werden uns auch mit zwei wichtigen unterschiedlichen Wegen in den Forschungsmethoden vertraut machen. So habe ich den 4. Abschnitt überschrieben: Mehrwert schaffen. Wir steigen ein in die Rezepte für die wirksame Kommunikation unserer wissenschaftlichen Ergebnisse, aber auch des Weges dorthin. Und wir schauen über den Tellerrand unserer Disziplin hinaus, um genauer zu erarbeiten, wie interdisziplinäre Forschung funktioniert. Dann wollen wir normgerecht planen und vorgehen. Mit klaren Strategien, exakter Dokumentation und Berichterstattung. Und unter Berücksichtigung der ethischen Standards wissenschaftlichen Arbeitens. Am Ende wollen wir sozusagen den Sack zumachen können. Das heißt, deine bis dahin erworbenen Forschungskompetenzen so integrieren, dass du auf dieser Basis in Zukunft all deine wissenschaftlichen, aber auch alltäglichen und beruflichen Herausforderungen mit klarer Systematik und Rückgrat meistern kannst. Dieser Kurs belässt es daher nicht beim bloßen Wissen, das man schnell wieder vergisst, sondern zu jeder Lektion gibt es nämlich ein Arbeitsblatt, ein sogenanntes Worksheet, in dem du deine Aufgaben findest, die du am Ende der Lektion erledigen sollst, bevor du zur nächsten Lektion übergehst. Dieser Kurs ist also keine Vorlesung wie früher, sondern hat Seminarcharakter, weil er dich mit seinen Übungen ins Training bringt. Es ist wie beim Laufen lernen, beim Schwimmen lernen, beim Autofahren lernen. Die Theorie allein reicht nicht aus, um es selbst zu können. Man kann höchstens darüber reden. Aber darüber nur reden zu können, hilft dir nicht weiter, wenn du wissenschaftlich denken und handeln lernen und möglichst bald auch können solltest. Nimm dir also Zeit für die Übungen. Sie werden dir bei jeder Wiederholung gut tun. Deine Arbeitsblätter werden dir dabei helfen, denn sie enthalten jedes Mal etwas von meinem Input in den Lektionen und von deinem Output durch dein Training anhand der Übungen, die es zu jeder Lektion gibt. So hast du am Ende des Kurses dein persönliches Workbook erstellt, in dem du Schritt für Schritt tiefer für dein eigenes anstehendes Forschungsprojekt trainiert hast. Egal, ob es sich um eine erste Hausarbeit handelt, ob die Abschlussarbeit näher rückt oder ob du mit dem Gedanken spielst, vielleicht ein anderes wissenschaftliches Projekt oder gar eine Dissertation in Angriff zu nehmen. Mit den Worksheets, den Arbeitsblättern und dem daraus entstandenen Workbook, dem Arbeitsbuch, hast du dir alles an einem Fallbeispiel erarbeitet, nämlich an deinem eigenen. Lass uns auf diese Weise gemeinsam den Grundstein für deine nächste wissenschaftliche Arbeit legen. Ich freue mich darauf, dich auf diesem Weg zu begleiten.